Im blassen Morgensonnenlicht entdeckte der Mann zufällig ein kleines Eichhörnchen, dessen Kopf auf einem Kleiderbügel am Zaun festhing. Er trat vor, hielt den kleinen Körper vorsichtig fest und entfernte dann kräftig den Clip. Das Eichhörnchen holte sofort mehrere Male Luft, als wäre es gerade dem Erstickungstod entkommen. Als es Menschen sah, versuchte es sofort, zu seinem Nest zurückzulaufen, während dieser ihm langsam ein paar Erdnüsse als Einladung zur Freundschaft hinhielt. Nach kurzem Zögern näherte es sich schüchtern, umarmte die Erdnuss mit seinen winzigen Füßen und knabberte genüsslich daran. Seit diesem Tag erschien das Eichhörnchen jeden Tag und lief mit erwartungsvollem Blick auf ihn zu. Als Gegenleistung bereitete er stets fette Erdnüsse zu und das Verhältnis zwischen beiden Seiten wurde immer enger. Er gewöhnte sich daran, bei jedem Besuch Körner zum Fressen zu bekommen und allmählich freute sich der Mann auf den Besuch des kleinen Tierchens. Doch dann eines Tages zeigte das Tier, obwohl es das Futter, das er ihm gebracht hatte, bereits aufgegessen hatte, immer noch Anzeichen von Hunger. Angesichts dieser entzückenden Erscheinung kam ihm plötzlich eine Idee: Anstatt ihm nur Snacks zu geben, warum es nicht zu sich nach Hause einladen und eine komplette Mahlzeit genießen? Es dauerte nicht lange, das glückliche Eichhörnchen dazu zu überreden, ihm nach Hause zu folgen. Als es den fremden Raum zum ersten Mal betrat, hatte es keine Angst, im Gegenteil, es wollte ihn unbedingt erkunden. Auf dem Tisch standen Milch, Kastanien, Walnüsse, Hafer. Lebensmittel, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Das Eichhörnchen stürzte sich sofort in die Überraschungsparty, trank Milch und kaute Nüsse, bis seine Wangen aufquollen. Als es nicht mehr essen konnte, kletterte es langsam ins Bett, rollte sich zusammen und schlief fest ein. Von diesem Tag an war das Eichhörnchen nicht mehr nur ein Besucher des Zauns. Es begann, sich an den Lebensrhythmus in dem kleinen Haus zu gewöhnen und betrachtete diesen Ort als neuen Unterschlupf. Frühmorgens rennt es durch das Zimmer, mal auf der Suche nach Futter, mal klettert es schelmisch auf das Bücherregal. Er stopfte sich die restlichen Speisereste in den Mund und suchte sich anschließend wieder einen Schlafplatz. Der Mann bereitete für das Eichhörnchen eine warme Ecke im Zimmer vor, doch das kleine Tier wollte nicht mehr alleine schlafen und bat immer wieder darum, in sein Bett klettern zu dürfen, um bei ihm zu schlafen. Immer und immer wieder wiederholte es seine einfache, aber befriedigende Abfolge von Aktivitäten: Essen, Schlafen und noch mehr Essen. Von einer verlorenen Seele in der rauen Wildnis hat das Eichhörnchen ein Zuhause gefunden. Und ich finde das auch, denn ein kleiner Begleiter macht jeden Tag schöner. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.